Hallo und herzlich willkommen, liebe Vespa-Freunde. Heute ein Test Windschilder an der Vespa GTS 300. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich die Möglichkeit, ganz ohne zu fahren. Wir können die kleine Cruiser-Scheibe ranbauen. Ich rede jetzt erstmal nur von den Original-Vespa-Scheiben. Es gibt ja viele Zweit- und Drittanbieter noch. Cruiser-Scheibe, wie gesagt, im kleinen Bereich. Wir haben die mittlere, das ist jetzt das mittlere Modell, und wir haben die ganz hohe, die also nochmal, glaube 15 oder 16 cm höher ist. Da werde ich heute mal gegeneinander testen und euch mal so meine Erfahrungen mitteilen. Hier nun der erste Fahrbericht mit der Cruiser-Scheibe, mit der kleinen. Sieht sehr schick aus, macht sich beim Lenken jetzt durch Windwiderstand oder so überhaupt nicht bemerkbar. Aber der Windzug, würde ich mal sagen, landet jetzt weg von der Brust, aber bei mir jetzt bei Größe 1,88 genau am Hals. Die ganz große bin ich an meiner 250er GTS schon gefahren. Da ist natürlich völlige Stille dahinter, aber auf der anderen Seite halt auch ein bisschen windempfindlicher das Ganze. Optisch, ja, da lässt sich natürlich drüber streiten. Das ist natürlich jetzt nicht das Schickste, aber wenn man zum Beispiel in Italien fährt, wo viele Leute ja auch, sag ich mal, mit dem Anzug und mit dem Hemd zum Büro fahren, sieht man sehr, sehr viele Leute mit der hohen Scheibe fahren, ob jetzt an der Vespa oder auch an anderen Rollern. Vornehmlich alle mit einer Scheibe. Da legt man scheinbar nicht so viel Wert auf die Optik, mehr aufs Praktikable. Und man muss halt auch sagen, dass die vom Wetterschutz her eine Menge ausmacht. Also wenn man mal so nach einer Landstraßenfahrt mal so sieht, was da auf der Scheibe hängt, was sonst im Worst Case halt auf dem Anzug oder auf dem Hemd landet, beim Fliegen. Das ist jetzt nicht so schick. So, ein großer Vorteil der Scheibe der GTS, vor allem bei den Originalscheiben, ist, sie lassen sich halt sehr schnell montieren und demontieren. Hierzu brauchen wir einen 17er Schlüssel. Und dann seht ihr hier unten diese Schraube. Wir haben zwei runde Schächte, in die sozusagen die Halterung reingesteckt wird. Wie gesagt, Demontage relativ schnell. Einfach diese Spannschrauben hier. Ihr werdet gleich die Halterung im Ganzen sehen, wenn ich es rausnehme. Wie gesagt, diese beiden Schrauben. Immer ein bisschen vorsichtig, dass der Lack nicht gekratzt wird. Aber man kann es relativ schnell auch mit der Hand dann rausziehen. So, das sind wie gesagt die Spannhalterungen an der Scheibe. Wenn die gelöst sind, können wir die Scheibe normalerweise abziehen. Zack. Und hier nochmal ein bisschen lose machen. Und zack. So. Jetzt sieht man, gehen die Halterungen auch sehr leicht raus. Zack. Das waren sie. Hier seht ihr also nochmal die Halterung der Scheibe. Wir haben also in der Mitte so einen Sprengring aus Kunststoff, der über zwei schräge Flächen, wenn man das Ganze jetzt zusammenschraubt, ein bisschen auseinander gedrückt wird. Und dann hier unten in der unteren Halterung, ihr seht es vielleicht dort unten, dort ist so eine Buchse, eine Runde, wo dann diese Halterung reingeschoben wird. So, beim Fahren ganz ohne Scheibe, der Wind liegt natürlich voll am Körper an, aber sehr angenehm. Sicherlich jetzt bei einer Autobahnfahrt sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Da liegt etwas mehr Druck an, also je nachdem wie lange man fährt, kann es angenehm oder auch unangenehm sein. Aber wie gesagt, Motorradfahrer haben dasselbe, sonst könnte man ja auch Auto fahren. Ja, Windgeräusche verteilen sich überall hin ganz gut. Ja, von den Windgeräuschen würde ich mal sagen, kleinen Tick leiser auf jeden Fall als mit der kleinen Scheibe, die doch den Wind so ein bisschen Richtung Kopf drückt und einen kleinen Sog erzeugt. Also ohne Scheibe muss man sagen, auf jeden Fall für mich jetzt, wenn man nicht gerade Landstraße oder Autobahn fährt, auf jeden Fall in der Stadt angenehmer. Keine Beeinträchtigung der Lenkung, so wie man es bei einer Vespa an sich mag. So, hier ist nun die nächste Scheibe. Das ist die Original Vespa Medium Scheibe, liegt also von der Größe her zwischen der Cruiser und der ganz hohen Scheibe. Ja, hier würde ich auf jeden Fall schon mal von Wind- und Wetterschutz reden. Die Hände sind geschützt, wie ihr seht.
Wir haben einen guten breiten Windschutz, der auch bei Regen sicherlich eine ganze Menge an Schutz bietet. Wir werden gleich gucken, wie das mit der Geräuschentwicklung aussieht. Für mich immer nicht ganz unwesentlich, weil wie gesagt, einerseits klar will man natürlich ein bisschen vor Wind und Wetter geschützt sein, vor Fliegen und allem anderen, was sich so bei Landstraßentouren dann auf der Jacke sammelt. Aber dafür kann man theoretisch auch gute Kleidung nehmen oder eine Regenkombi, wenn es regnet. Das ist natürlich immer so eine Sache. Scheiben hängen sehr, sehr stark zusammen mit der Fahrergröße. Ich glaube, wenn jetzt jemand auf dem Roller sitzt, der zwischen 1,60 und 1,80 ist, also eine Fahrerin oder jemand, der halt nicht ganz so lang ist wie ich, der wird da vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben, weil bei dem dann wahrscheinlich nur die Augen gerade so über die Scheibe ragen. Dementsprechend auch geringere Geräuschentwicklung ist. Aber wie gesagt, bei mir, wenn ich jetzt auf dem Kopf total im Wind hänge, ist natürlich die Windabrisskante genau so, dass er den Wind noch verstärkt in mein Gesicht leitet. Also das ist natürlich jetzt gut, bei der Geschwindigkeit hört es jetzt nicht, ich fahre gerade 40. Da kriegt man es nicht so mit, aber ich bin mit der Scheibe vor kurzem auch mal eine längere Strecke Autobahn und Landstraße gefahren. Und dann so bei 90, 100, da weht es einem dann aber schon richtig um den Kopf. Ich habe das dann immer versucht, so ein bisschen dadurch auszugleichen, dass ich ein bisschen runtergegangen bin, die Sitzposition verändert habe. Aber man will ja auch ein bisschen bequem sitzen und sich ja nicht verrenken müssen. Jetzt bin ich also so, dass meine Augen gerade über die Scheibe gucken. Wie gesagt, ich fahre einen Jethelm. Jetzt gehe ich wieder in den Wind. Jetzt gehe ich mal ganz hoch. Also ich fahre jetzt mal so halb im Stehen. Also man merkt, wenn ich normal aufrecht sitze, ist die Geräuschentwicklung am höchsten. Da entsteht also wirklich so eine unangenehme Turbulenz, die genau in den Helm reinbläst. Die Kompromisslösung ist vielleicht diese Geschichte hier. Das ist halt, wie gesagt, eine Aufsatzscheibe, wird oben im oberen Bereich nur geklemmt. Kann man auch sich reinschrauben, da gibt es dann hier oben so eine Anschraubsätze. Ich wollte jetzt aber natürlich nicht in die Scheibe bohren, will es auch so haben, dass ich es jederzeit wieder abnehmen kann. Ja, hier wie gesagt sind zwei Bereiche, in denen ich die Scheibe verstellen kann. Das ist ein Raster, einmal in der Höhe und einmal in der Neigung der Scheibe. Ich kann sie also von der untersten Position, wo sie gerade mal knapp rüber ragt, dann langsam hochfahren, bis eine Position erreicht, wo sie für mich angenehm ist. Man kann sie auch ganz hoch machen, man sieht schon, das ist dann sehr hoch. Also wenn ich es jetzt ganz oben habe, dann geht es mir wirklich über die Augen, also dann geht der Wind wahrscheinlich komplett über den Helm hinweg. Ich weiß jetzt nicht, wie sich der Schlitz dann auswirkt, also wahrscheinlich muss man es ein bisschen nach vorne stellen. Und dann kann man halt mit der Neigung der Scheibe hier oben wunderbar experimentieren, bei welcher Stellung der Wind am besten vorbeizieht. Und wie gesagt, Vorteil der Scheibe ist, man kann sie jederzeit an- und abbauen. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung des Videos unten mit rein, damit ihr seht, wo man die kaufen kann. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt von der Helmhöhe, sind meine Augen genau hinter der Scheibe. Vom Luftzug würde ich mal sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also fast vergleichbar sogar mit der original ganz hohen Scheibe. Sie kommt auch von der Höhe dahin. Ich habe das mal nachgemessen, also mit dem Aufsatz oben dran liegen wir in etwa bei gleicher Höhe mit der komplett hohen Scheibe von Vespa, die Originale. Ja, und man muss sagen, das ist vom Windgefühl her, ihr hört es vielleicht selber, ganz geringe Geräuschentwicklung. Für eine längere Tour, wenn man mal Landstraße fährt oder auch Autobahn, ist das ein toller Kompromiss. Ein bisschen stört, muss ich dazu sagen. Also man schaut oben durch, das Plexiglas ist völlig in Ordnung, verzerrt nicht, gute Sicht, aber man hat natürlich immer diese beiden Halterungen hier im Blickfeld. Dazu kommt die untere Kante wie auch die obere Kante von der Scheibe. Es ist ein bisschen verwirrend, also gerade diese Doppelkante hier finde ich ein bisschen seltsam. Ich würde es mir jetzt mal verstellen und mal ein bisschen runter machen, dass sich diese Kanten nicht so überschneiden. Dann hat man bloß noch eine, wenn ich es so mache. Steht natürlich jetzt ein bisschen vor, also schick ist das Ganze wirklich nicht. Aber wir gucken mal, wie es jetzt ist.
Ja, also vom Blickfeld stört es jetzt ein bisschen weniger. Ihr seht schon, das Verstellen, das geht wirklich richtig fix. Ja, jetzt ist es natürlich extrem hoch. Also bei meiner Größe von 1,88, ich gucke jetzt so durch, also meine Augenhöhe ist ungefähr hier, wenn ihr das seht. Also das Haar ragt noch ein bisschen über den Helm rüber, sodass da wirklich die Luft gut abgeleitet wird. Ja, und hinter der Scheibe ist jetzt, also hier kommt ein ganz laues Lüftchen durch. Das ist ganz angenehm sogar. Also hier entsteht so ein kleiner Luftzug, der so ein bisschen ins Gesicht geht, wenn ich jetzt hier ranfasse. Und ansonsten wird die Hauptluft komplett oben über den Helm abgeleitet. Also das ist ganz angenehm. Ja, liebe Vespa-Freunde, so viel zum heutigen Test von Windschildern an der Vespa GTS. Hier die 300er 2019er Modell. Ja, was ist mein Resümee? Also ich würde sagen, für mich ist die mittlere Scheibe an sich das Idealste, der beste Kompromiss zwischen allen. Die kleine Cruiser-Scheibe sieht schick aus, wäre mir jetzt persönlich irgendwie nicht effektiv genug. Also da passiert jetzt von der Wirkung her nicht so viel. Sie ist nimmt ein bisschen Winddruck weg, aber wie gesagt, von Wetterschutz kann man da glaube ich nicht so gut reden. Das ist dann ist wirklich sehr, sehr klein. Aber wer wirklich ein bisschen Schutz haben will, ein bisschen auf Touren fährt, für den ist natürlich so eine mittlere Scheibe sehr, sehr gut. Ja, wer im Winter fährt, für den würde ich dann vielleicht sogar zu der ganz hohen raten. Kann man im Frühjahr wieder abmachen, die natürlich den besten Wind- und Wetterschutz bietet. Aber für mich war dieser Kompromiss hier mit der mittleren Scheibe und dem Aufsatz obendrauf eine gute Lösung. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Dass man bei Touren oder längeren Etappen einfach die Klemmscheibe oben rauf macht und dann in der Stadt runter. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal euren Kommentar hinterlasst, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, dass wir uns da vielleicht mal austauschen. Und ich mache, wie gesagt, den Link zu dem Aufsatz nochmal unten in die Beschreibung rein. Ansonsten bis zum nächsten Video und gute Fahrt.